Nachdem ich mich in der letzten Episode von Seyðis Fjórir bis an den Mývatn gekämpft habe, erkunde ich heute einige der Orte, die dabei auf der Strecke geblieben sind. Am Diamond Circle wird es heute karg, nass und stinkig, dafür erlebe ich gleich 3 ganz unterschiedliche Welten, die nur wenige Kilometer voneinander entfernt liegen. Mächtige Flüsse und imposante Wasserfälle, zarte Wälder umgeben von absoluter Mondlandschaft und brodelnde Schlammtöpfe in einer der vulkanisch aktivsten Regionen Islands. Am Ende des Tages hatte mich gestern das Glück mit dem Wetter verlassen. Ob ich heute wohl mehr Glück habe? Mal sehen. Ja, herrlich, es ist Ende Mai und guckt mal hinter mich, genau so fühlt es sich hier gerade an. Moin zusammen. Es hat 3 Grad und ist neblig. Island macht seinem Namen wirklich, seit ich hier bin, alle Ehre. War ein bisschen uselig diese Nacht im Schlafsack, aber damit habe ich gerechnet. Ich habe mich darauf eingestellt und entsprechend noch ein paar Schichten drüber gezogen. Als ich gestern Abend hier ankam, war ich der Einzige im Zelt und jetzt über Nacht sind noch 6 weitere Zelte dazugekommen. Einfach mitten in der Nacht aufgetaucht, ihr Zelt aufgeschlagen und jetzt hier übernachtet. Ich dachte, ich wäre der einzige Bekloppte. Naja, wenigstens werde ich jetzt nicht der Einzige sein, den die Leute mitleidsvoll angucken, weil es hier so nass kalt ist. Und wenn es nachts usselig kalt ist, dann empfehle ich den Whisky-Honig-Likör von Karsla. Schmeckt jedem, egal ob pur oder im Mixgetränk, hebt die Moral an schlechten Tagen und hinterlässt ein wohlig warmes Gefühl im Bauch. Geht auf www.karsla.de und sichert euch mit dem Code GS10 10% auf euren Einkauf. Und jetzt ab auf den Hobel. Und so beginnt mein 2. Tag auf Island. Mal schauen, was die Insel heute wieder so an Überraschungen für mich bereithält. Was da unten so dampft, schauen wir uns auch noch an, allerdings erst heute Nachmittag auf dem Rückweg zurück zum Campingplatz. Denn erstmal geht es auf der Ringstraße ein gutes Stück der gestrigen Strecke durch die ostisländische Mondlandschaft wieder zurück, ehe ich links in Richtung Norden abbiege. Und schaut mal, wer sich da aus ihrem Versteck traut. Hallo Sonne, schön, dass du da bist. Schauen wir aber mal, wie lange sie uns heute begleiten wird. Und zum Thema Mondlandschaft, das ist hier nicht nur so ein Spruch, in dieser Landschaft hätte man sicherlich auch die Mondlandung nachdrehen können. Absolut flach, so gut wie keine Vegetation, auf den ersten Blick nur trostlos und leer. Allerdings auch nur auf den ersten Blick. Abgesehen vom Knacken meines Auspuffs, so hört sich absolute Stille an. Etwas, was man aus Deutschland nicht mehr kennt. Was für eine Landschaft, hey, hier fährt man wirklich Kilometer um Kilometer durchs sprichwörtliche Nichts. Und kaum habe ich das gesagt, kommt da hinten ein Vögelchen angeflogen. Ey, eine Steinwüste, die ihresgleichen sucht, hin und wieder wächst mal ein Gras, aber das war's, mehr ist hier nicht. Absolut lebensfeindlich. Ich habe mich unterwegs eben mal gefragt, was haben wohl die ersten Siedler vor über 1000 Jahren gedacht, die hier an Land gegangen sind und sich dachten, wow, Mensch, hier baue ich mir ein Zuhause auf, ist das schön hier. Waren die betrunken? Hatten die was geraucht? Waren die auf der Flucht vor dem Gesetz in ihrer ursprünglichen Heimat? Oder was war da los? Ich kann es nicht nachvollziehen. Als Urlauber ist das hier
wirklich schön, aber hier leben? Nee. Gestern, als ich das Problem mit dem Hagel und dem Schnee hatte, habe ich mir gedacht, nee, wenn Norden, ich bleibe in Schweden. Schweden ist berechenbarer. Ich sage ja, kaum hat man gesagt, hier ist nichts los, kommen irgendwelche Gänse um die Ecke geflogen. Es ist cool hier. Noch kann ich lachen, es soll heute wieder regnen, aber noch scheint die Sonne. Man kommt hier übrigens immer mal wieder an diesen Steinbergen vorbei. Das war früher mal Lava, die dann hier erstarrt ist. Und als man die Straße bauen wollte, hat man sich einfach den Weg da durchgesprengt. Warum auch nicht? Macht man in Norwegen auch nicht anders mit den Bergen. Für mein erstes Tagesziel muss ich lediglich weiter diesem Fluss folgen, dem Jökulsö-Fjöllum, auf Deutsch der Gletscherfluss auf den Bergen. Dieser ist der zweitlängste Fluss Islands und entspringt am Vatnajökull, dem riesigen Gletscher im Süden der Insel. So sieht ein natürlicher und nicht begradigter Fluss aus, ein Bild, das man von Festland-Europa gar nicht mehr kennt. An diesem Fluss liegen meine 3 nächsten Ziele, davon 2 Wasserfälle und eine sehr bekannte Schlucht. Als erstes möchte ich mir den Dettifoss anschauen, einen der größten und bekanntesten Wasserfälle Islands. Wo kommen eigentlich plötzlich diese ganzen Menschen her? Auf dem Weg hierher war ich doch noch mutterseelenallein. Das ist natürlich etwas, da habe ich als Motorradfahrer richtig gelitten. Ich habe jetzt hinten meinen Laptop auf dem Rücken. Ich habe meine Kameratasche auf der einen Seite und meine Drohnentasche auf der anderen Seite. Komplette Kombi. Oh Mann, die anderen sind im Auto oder Wohnmobil hier. Ich muss den Scheiß mitschleppen, weil ich ihn nirgendwo lassen kann. Und bis zum Wasserfall muss man noch ein gutes Stück wandern gehen. Natürlich stilecht durch eine Steinwüste. Der Jökulsö-Fjöllum stürzt hier am Dettifoss auf einer Breite von 100 Metern über 44 Meter in die Tiefe. Im Durchschnitt fließen hier 193 Kubikmeter Wasser pro Sekunde durch, womit der Dettifoss einer der größten Wasserfälle Europas ist. Gemessen an der reinen Fallhöhe ist er im Vergleich zu seinen isländischen Nachbarn aber noch relativ klein, mir werden auf meiner Reise noch deutlich höhere Wasserfälle begegnen. Wenn ihr den Dettifoss im richtigen Licht haben wollt, dann kommt am besten nachmittags. Das konnte ich leider nicht, denn am Nachmittag soll es wieder regnen und vorher will ich noch andere Orte bei halbwegs gutem Wetter ansehen. Ein Detail fällt in der Sonne sehr deutlich auf und macht den Dettifoss auch auf diese Distanz angenehm erfrischend: die aufsteigende Gischt. 2 Sekunden, mehr braucht es in dem Sprühnebel nicht und ihr seht nichts mehr. Ich habe keine Ahnung, ob ich gerade überhaupt in die Kamera gucke. Ich habe die Brille komplett zu. Das hat übrigens Gründe, warum ich hier nicht mit der Drohne fliege. Ich dürfte es zwar, zumindest habe ich nirgendwo Verbotsschilder gesehen. Aber sind wir mal ehrlich, 2 Minuten in der Luft. Und ich glaube, die Drohne wird mir so schwer vor Wasser irgendwo abstürzen. 2 Sekunden haben mir schon gereicht, dass ich komplett durch war. Durch die Brille und die Linsen nichts mehr gesehen habe. Und nach jeder Aufnahme landen und die Kameralinse sauber machen, das wäre mir zu aufwendig. Von daher gibt es diesmal leider nur Aufnahmen vom Boden. Der Dettifoss ist aber nur einer von 3 großen Wasserfällen, über die der Fluss hier in kurzem Abstand zueinander nach unten fällt. Ein weiterer ist der Selfoss, etwa 1 Kilometer weiter flussaufwärts. Und an dieser Stelle Achtung, Verwechslungsgefahr: der Wasserfall Selfoss hat nichts mit der Stadt Selfoss im Südwesten Islands zu tun. Ich war hier bei der Reiseplanung selbst einen kurzen Moment verwirrt. Hinter dem Dettifoss folgt dann noch der 3. Wasserfall, der 27 Meter hohe Hafragilsfoss. 30 Kilometer später mündet der Fluss dann schließlich in den Atlantik, nachdem er die halbe Insel durchflossen hat. Und ich folge dem Fluss weiter in genau diese Richtung. Die Landschaft verändert sich währenddessen, die flache Steinwüste weicht einer zerklüfteten Felsenlandschaft. Das Wasser hat im Laufe der Jahre eine tiefe Schlucht in den Stein gegraben, stellenweise so tief, dass die Straße in die Schlucht stolze 17% Gefälle aufweist. Alle Orte, die ich heute besuche, gehören zur Diamanthungrin, der Diamantenen Rundfahrt, auch bekannt als Diamond Circle.
Ähnlich wie der wesentlich bekanntere Golden Circle ist das eine von Islands touristischen Routen und verbindet einige der wichtigsten Sehenswürdigkeiten des Landes. Mývatn und der Dettifoss sind natürlich Teil dieser Runde, einige andere Orte besuche ich heute und morgen noch. Auch mein nächstes Ziel ist Teil des Diamond Circle, nämlich die hufeisenförmige Schlucht Asbyrgi. Seit gestern habe ich keine Bäume mehr gesehen und hier fahre ich direkt durch einen tollen Mischwald. Die im Schnitt 4 Meter hohen Bäume treiben geradeaus, anscheinend hat hier oben erst jetzt, Ende Mai, der isländische Frühling begonnen. Kein Scherz, hierher kommen die Isländer, wenn sie zur Abwechslung mal in einem echten Wald wandern gehen wollen. Das Bemerkenswerte an dieser Schlucht sind ihre senkrecht aufragenden Felswände. Erst sie machen das Gedeihen des Waldes in dieser rauen Umgebung möglich, indem sie Schutz vor Wind und Wetter bieten. Geologisch erklärt entstand die Schlucht vor vielen tausend Jahren, als gleich 3 mächtige Gletscher hintereinander hier durchzogen und das Erdreich abtrugen. Die mythologische Erklärung ist weitaus spannender. Die Hufeisenform wird dadurch erklärt, dass Sleipnir, das 8-beinige Pferd des Göttervaters Odin, hier seine Hufe in die Erde gedrückt haben soll. Daher trägt die Schlucht auch den Beinamen Odins Fußabdruck. Ich gehe hier allerdings nicht wandern, sondern bin direkt wieder auf dem Rückweg. Ich wollte dem aufziehenden Regen eigentlich davonfahren, leider holt er mich auf dem Rückweg zum Mývatn ein. Aber was will man machen? Den Rest des Tages verbringe ich dann wohl wieder nass, kalt und miserabel. Und das, obwohl ich in eine vulkanisch sehr aktive Region fahre. Leider liegt die Magmakammer, die das Vulkangebiet des Krafla befeuert, in knapp 3 Kilometern Tiefe, daher hat man von der Wärme hier oben im kalten Wind absolut nichts. Das bedeutet aber nicht, dass man diese Magmakammer nicht nutzen kann. Dass es hier in der Region überall dampft und zischt, liegt daran, dass die Isländer sich die Wärme des Bodens durch Geothermie zunutze machen. 2 Kraftwerke versorgen die Region mit Energie und Wärme, dazu wurden über 2 Kilometer tiefe Bohrungen vorgenommen. Schwefelgeruch liegt in der Luft und auch der Boden ist gelblich-braun verfärbt. Die geothermische Aktivität, der Dampf und der Schwefel könnten einen vermuten lassen, dass man sich am Krafla im Vorhof zur Hölle befindet. Und tatsächlich befindet sich hier mit dem Viti ein Maar, das heißt ein Vulkansee, der auf Deutsch übersetzt Hölle heißt. Entstanden ist der See 1724 bei einer vulkanischen Explosion, seine türkise Farbe erhält das Wasser durch eine bestimmte Kieselalge. Doch ein entscheidendes Detail stimmt nicht, denn die Hölle ist sprichwörtlich zugefroren. Hier hängt dieser wunderbare Geruch nach Schwefel in der Luft, als ob nicht nur einer, sondern gleich eine ganze Kohorte einen abgerissen hätte. Hier pfeift ein Lüftchen, hey, herrlich, es ist Ende Mai und guckt mal hinter mich, genau so fühlt es sich hier gerade an. Im gesamten Gebiet kann man an schönen Tagen wunderbar durch die Lavafelder wandern, aber mir ist da heute eher nicht nach. Vielleicht könnt ihr sehen, warum nicht. Ich fahre lieber weiter und hoffe dort auf besseres Wetter. Auf dem Weg folge ich erneut einem Fluss, aber diesmal einem, aus dem ich weder trinken noch darin baden würde. Denn sein Wasser ist heiß, riecht unangenehm und hinterlässt Schwefelränder am Ufer. Der Geruch und das ungesunde Aussehen hier sind aber nichts im Vergleich zu meinem nächsten Ziel, einem Ort, an dem Pech und Schwefel 24 Stunden am Tag und an 365 Tagen im Jahr aus dem Boden dringen. Ein Ort, der so voller Schwefel ist, dass die Isländer ihn hier früher für die Produktion von Schwarzpulver sogar industriell abgebaut haben. Herzlich willkommen am Werisch. Wer schon mal in Aachen den Elisenbrunnen besucht hat, der kann sich in etwa vorstellen, wie es hier gerade riecht. Wobei ich sagen muss, dass es hier auf der einen Seite nicht ganz so schlimm wie am Elisenbrunnen riecht, dafür wird mir hier aber eher schlecht davon. Womit wir auch wieder beim gestrigen Thema wären, dass hier Himmel und Hölle sehr nah beieinander liegen. Hinter mir geht die Hölle auf, an anderen Stellen auf Island fühlt man sich dafür wie im Paradies. Ist übrigens saurutschig hier drüber zu laufen.
Dieser Schwefelschmodder am Boden, mit dem Regen, es ist einfach nur glatt. Der Boden unter mir ist stellenweise bis zu 100 Grad heiß, die vulkanische Aktivität am Krafla wird hier am deutlichsten. Gesichtsmaske gefällig, bedient euch an einem der zahlreichen Schlammtöpfe. Der beißende Geruch stammt von den zahlreichen Fumarolen und Solfataren, also Stellen, an denen bis zu mehrere 100 Grad heißes Gas aus dem Boden austritt. Große Teile dieses Gases sind reiner Wasserdampf, allerdings tritt hier auch Schwefelwasserstoff aus, wodurch der charakteristische Geruch nach faulen Eiern entsteht. Allzu lange würde ich mich hier nicht aufhalten, mir wird von den Dämpfen nach und nach ziemlich schwindelig. Schnell ein paar Aufnahmen machen, lange halte ich es hier nicht aus, das ist wirklich Tod und Verderben, was hier aus der Erde kommt. Ich muss schon immer wieder feucht aufstoßen. Ich habe Sorge, dass da gleich was mit hochkommt. Also ich wage zu behaupten, ich habe keinen schwachen Magen, aber hier wird selbst mir ein bisschen schlecht. Auf dem Rückweg zum Mývatn komme ich erneut an Geothermiekraftwerken vorbei, doch auch hier ist von Wärme nicht viel zu spüren. Mittlerweile bin ich durch den Regen und den frischer werdenden Wind komplett durch. Ehe es also mit der Erkundung des viertgrößten Sees Islands losgehen kann, will ich mich im Zelt erstmal trockenlegen, aufwärmen und etwas essen. Wobei ich mir bei den Wolken am Himmel nicht sicher bin, ob es heute überhaupt noch mal besser wird. Urlaub, wie man ihn sich wünscht. Da ich hier gerade nicht wegkomme, stelle ich mal eine Frage in die Runde. Vermisst eigentlich irgendjemand Kati? Da war doch mal was, oder? Wo ist die denn? Haben wir uns etwa getrennt? Ich warte schon auf die wütenden Nachrichten. Nein, wir haben uns nicht getrennt, aber die Tour diesmal ist etwas anders als die bisherigen Touren, denn sie und ich fahren erstmal unterschiedliche Touren. Während ich hier gerade durch Island fahre, ist sie mit ihrer Maschine in England unterwegs und besucht dort auch unter anderem Teile ihrer Familie. Das liegt ganz einfach daran, dass Kati letztes Jahr in Schweden gemerkt hat, dass so karge Landschaften eher nicht etwas für sie sind. Außerdem, sie friert ja sehr schnell und ich sitze hier gerade bei 3 Grad und Regen im Zelt, also das wäre definitiv nichts für sie hier. Ich wiederum habe wahrscheinlich diesen Sommer das letzte Mal für eine sehr, sehr lange Zeit die Möglichkeit, eine ausgedehnte Tour wie die durch Island zu machen. Deswegen haben wir uns darauf geeinigt, ich mache die Island-Tour mehr oder weniger alleine. Wenn ich aber in Reykjavik ankomme, dann kommt sie mit dem Flugzeug nach, steigt bei mir hinten aufs Moped und wir fahren zusammen eine Woche lang den Golden Circle und da freue ich mich schon riesig drauf. Sie steigt dann zurück ins Flugzeug, fliegt zurück nach England und setzt ihre England-Tour fort und ich fahre zurück zur Fähre und schipper zurück nach Norddänemark. Und, was glaubt ihr? Wird das Wetter heute noch mal besser? Ich glaube, das wird heute nichts mehr. Laut Wetterbericht haben wir draußen jetzt nur noch leichte Bewölkung. Ganz schön laut für leichte Bewölkung. Das wird heute nichts mehr. Ich mache Feierabend. Vielleicht schaffe ich es morgen noch, das ein oder andere nachzuholen, bevor ich dann aber auch mal weiter muss. Gute Idee, denn den Rest des Tages bietet das Wetter nur dieses eine Bild. Moin, wie war eure Nacht so? 4 Grad Regen und mittlerweile auch Wind dabei. Es ist so zum Kotzen, das kriecht in alle Poren. Es wird nicht mehr besser. Die haben den Wetterbericht für heute jetzt auch noch nach hinten korrigiert. Das heißt, es wird den ganzen Morgen über regnen und winden. Ich packe jetzt ein. Ich gucke mal, was ich heute schaffe und was ich heute nicht schaffe.
Lassen wir uns überraschen, ob ich noch was von dem nachholen kann, was gestern auf der Strecke blieb. Aber wahrscheinlich fahre ich einfach bis Husavik durch. Hauptsache raus aus dem Wetter hier. Eigentlich sagt man doch, das Glück sei mit den Dummen. Warum habe ich dann kein Glück mit dem Wetter? An dieser Stelle sorry an diejenigen unter euch, die sich wünschen, ich würde öfter lächeln. Das ist so viel leichter gesagt als getan, wenn ihr seit 2 Tagen nass seid und friert. Jetzt ist es nicht nur nass und kalt, sondern auch noch unangenehm windig dabei. Jackpot! Aber bevor ich der Region um Mývatn ein wenig enttäuscht den Rücken kehre, da ich nicht ansatzweise alles auf meiner Liste abgrasen konnte, muss ich doch wenigstens einen Ort besuchen, auf dem ich mich lange gefreut hatte. Hier musste ich unbedingt noch hin. Ich hätte mir in den Arsch gebissen, wenn ich es nicht zur ewigen Dusche geschafft hätte. Hier bin ich zwar gestern schon auf dem Weg zum Krafla vorbeigekommen, das ist da, wo die ganzen Geothermieanlagen stehen. Da waren hier aber andere Touristen und haben sich geduscht. Deswegen, ich musste jetzt unbedingt, auch wenn das Wetter schlecht ist und ich eigentlich in die andere Richtung muss, unbedingt nochmal nach hier und mir diese Dusche ansehen. Das Wasser, das da rauskommt, ist dasselbe, das sie oben für die Energiegewinnung nutzen. Dementsprechend hat es eine angenehme Badetemperatur. Da meine Klamotten aber von gestern immer noch ein bisschen klamm sind, werde ich mich jetzt mal nicht runterstellen. Tja, und ihr seht hinter mir am Wasserstrahl, der Wind hat aufgefrischt. Wir haben jetzt 8 bis 10 Meter pro Sekunde, dabei sind es 3 Grad und es regnet. Ich gucke, dass ich woanders hinfahre. Ich mache mich jetzt auf den Weg nach Husavik, die Hauptstadt des Walbeobachtens auf Island. Mal gucken, was es da so zu sehen gibt. Es ist schade, dass ich hier in der Region nicht alles mitnehmen konnte, was ich mitnehmen wollte, aber es ist immer noch Urlaub und es darf sich wenigstens ein paar Stunden auch wie Urlaub anfühlen. Leider habe ich vom Mývatn, von dem See der Gegend hier, einer der größten auf Island tatsächlich, leider überhaupt nichts gesehen. Aber der hat sich auch immer in den Wolken oder im Regen versteckt. Ich versuche mal noch eine Runde drum zu drehen und ansonsten muss ich halt nochmal wiederkommen. Von daher war es das für heute. Ich hoffe, ihr drückt unten fleißig die Knöpfe und seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn ich mich doch durch dieses ziemlich menschenfeindliche Land quäle, bei dem ich mich so langsam frage, was habe ich mir hier eigentlich eingebrockt? Tja, was habe ich mir hier selbst eigentlich angetan? Gute Frage. Der Tag geht jedenfalls genau da weiter, wo der vorherige aufgehört hat. Nass, kalt und windig. Aber keine Sorge, im nächsten Video hat mein Leiden ein Ende. Dann fahren wir nach Husavik, zur isländischen Hauptstadt der Walbeobachtung und weiter nach Akureyri, der Hauptstadt des Nordens. Nach einer Nacht in einem außergewöhnlichen, dafür aber warmen und trockenen Hotel stellt sich mir dann am nächsten Tag ein ganz schüchternes Pflänzchen vor, nämlich der wunderbare isländische Sonnenschein. Dann verlasse ich auch zum ersten Mal den Asphalt und wage mich auf die ersten F-Straßen, Islands Offroad-Pisten, durchs Hinterland. Das nächste große Ziel sind die Westfjorde. Aber bis zum wärmenden Sonnenschein müsst ihr euch noch 14 Tage bis zum nächsten Video gedulden. Nutzt die Zeit bis dahin gerne für einen Kommentar, einen Daumen nach oben oder mit einem Klick auf den Abo-Button, die Firma dankt. Danke fürs Mitfahren, bis zum nächsten Mal.